Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ja, heute wieder ein Freitag und ich mache ein kurzes Video über ImanStärkung. Ja, man muss irgendwas Gutes, inshallah, tun. Ich werde, inshallah, das versuche ich, inshallah, möge Allah mir Kraft geben, dass ich das immer freitags, immer ein kurzer Unterricht über ImanStärkung machen kann. Möge Allah mir und euch und allen Gläubigen helfen, ja Rab, dass sie weiter diesen Dien, diesen Religion weiter nach vorne helfen. Heute würde ich sprechen über deine Entscheidung. Deine Entscheidung. Dass du in dieser Dunya, in diesem Leben, dass du hast da hier wichtige Entscheidungen zu treffen. Allah hat dir Augen, Verstand, Ohren gegeben, damit du siehst und verstehst und dich entscheidest. Das ist die Prüfung Allahs. Ja, über 500 Stellen im Koran steht direkt und indirekt, wir sollen unseren Verstand gebrauchen und für Allah uns entscheiden, für Haqq, für die Wahrheit. Wir sollen Allah sein Recht geben. Er kann sein Recht mit Gewalt nehmen und das wird er, subhanahu wa ta'ala, mit vielen Menschen und vielen Djinns machen. Aber Allah gibt uns eine Chance, um ihm freiwillig sein Haqq zu geben. Und damit Allah belohnt uns mit Jannah, dass wir gute Menschen sind, dass wir uns entschieden für Haqq, für die Wahrheit. Wir wollen jedem sein Haqq geben und das haben wir gemacht oder versucht mit all unserer Kraft. Und deshalb Allah belohnt uns erstmal mit der Rettung vor Jahannam und zweitens mit Jannah, mit dem Paradies. Also, du bist in dieser Dunya, Allah hat dich ausgestattet mit Verstand, Augen, Ohren. Und wenn du das benutzt, ehrlich, ne, dann du wirst entdecken, dass du musst dich doch entscheiden. Wozu entscheiden? Für Haqq, für Ehrlichkeit. Dass du Allah sein Haqq, sein Recht gibst und dass du auch allen anderen ihre Rechte gibst. Ja. Und so eigentlich wird diese Dunya, diese Gesellschaft, menschliche Gesellschaft, wird so sein wie im Paradies. Wenn wir alle für Haqq und für Recht stehen und jedem sein Haqq geben, da wird diese Dunya wie Paradies sein. Aber leider, dass die meisten nicht so sind und die wollen nur ihre Interessen haben und das Haqq von anderen und die Rechte von anderen wegnehmen für sich selber. Deshalb haben wir heute überall Kriege. Ne? Gucken wir auch nur mindestens auf die Länder, dann sieht man das deutlich. Wegen dem Öl gehen sie Länder besitzen und Völker töten, Millionen von Menschen. Das wissen wir alle. Wäre diese Völker ehrlich die anderen Länder, anderen Völker angreifen und invasieren und besetzen, hätten sie sowas nicht gemacht. Nicht, dass Allah ihnen ein bisschen mehr Kraft gegeben hat, dann versuchen sie, die Rechte von den anderen, Öl, Land etc., Wasser wegzunehmen, für sich zu beanspruchen, weil sie ein bisschen mehr Kraft haben. Ja, die sind unehrlich. Ich sage nicht das ganzen Völker, aber diese Völker, die akzeptieren das, dieses Unrecht. Sie dulden das. Ne? Natürlich, die Völker, alle Nationen sind Generationen. Und bei jeder Generation kommen ehrliche Leute und viele unehrliche Leute.
bei jeder Generation. Ja, die Ehrlichen, die prinzipiell Ehrlichen, die werden glauben. Oder Allah wird mit ihnen gerecht sein, wird sie nicht nach Jahannam schicken. Weil sie ehrlich, hätten sie Islam gesehen, verstanden, richtig über den Islam informiert worden, dann hätten sie Islam angenommen. Aber das ist nicht unser Thema heute. Das Thema heute, dass jeder von uns muss sich für Allah entscheiden. Um Allah, er will sich entscheiden, dass er Allah sein Haq zurückgibt mit der absoluten Dienerschaft. Das ist das Haq von Allah, das Recht von Allah, absolute Dienerschaft. Ja, natürlich jeder von uns ist geboren in einer Gesellschaft, in einer Gemeinschaft, hat ihre eigene Kultur und Tradition und Religion vielleicht. Denken wir an China, an Amerika, an Europa, an Afrika. So viele Völker, so viele Religionen. Ne? Asien, Indien und so weiter. So viele Völker, so viele Religionen. Und jeder einzelne Mensch von dieser Völker ist in der Prüfung von Allah. Jeder einzelne Mensch, ob das christlich ist, ob er jüdisch ist, buddhistisch, etc., ist unwichtig. Er ist in der Prüfung von Allah und er muss sich für Haq entscheiden. Und Haq ist, dass er die Religion, die von Allah herabgesandt worden ist, die aktuelle Botschaft folgt, aus Verehrung des Schöpfers. Wenn er ehrlich ist, er wird merken, für dieses Universum ist ein Schöpfer, der alles unter seiner Kontrolle und unter seiner Macht hat. Das ist unser Herr. Und er muss ehrlich und versuchen herauszufinden, was ist die aktuelle, was ist die letzte Botschaft von dem Schöpfer des Universums und dieser Botschaft zu folgen. Leider, wir sehen hier, dass die meisten Menschen ungerecht sind, unehrlich. Sie bevorzugen zu folgen der Religion von ihren Eltern. Na, seien wir mal ehrlich. Christliche Eltern, die Kinder werden christlich. Jüdische Eltern, die Kinder werden jüdisch und groß werden und dann noch Kinder haben und dann wieder auch die Enkelkinder werden auch jüdisch und auch Enkelkinder christlich, buddhistisch, hinduistisch. Also wir folgen allgemein, die meisten Menschen folgen der Religion, die Kultur, die Tradition von ihren Eltern, von ihrer Gemeinschaft. Und das ist falsch. Die müssen ehrlich sein und folgen die Botschaft Allahs. Die müssen erstmal ehrlich, dass sie über Allah fangen an nachzudenken, zu recherchieren. Was ist Allah? Was ist der Gott? Was ist der Schöpfer? Was sind die Propheten? Was heißt das? Was ist Koran? Was ist Torah? Was ist Bibel? Die müssen sich darüber Gedanken machen, wenn sie ehrlich sind. Weil einfach, wenn sie ehrlich, die wollen wissen, welchen Sinn hat das, dass sie leben? Wer hat sie erschaffen? Warum? Sie können nicht einfach ignorieren. Allah hat uns erschaffen und alles gegeben und wir ignorieren diesen Schöpfer. Das ist unehrlich. Jeder ehrliche Mensch wird denken, warum hat er mich erschaffen? Was will er von mir? Und das ist seine wichtigste Lebensaufgabe. Er muss wissen, wohin er geht jetzt. Er wird nicht für immer hier bleiben in dieser Dunya. Jeder muss sterben. Und wenn er prinzipiell ehrlich ist, er wird viel Kraft, Energie, alles Geld investieren, um herauszufinden, wer hat mich erschaffen, wer hat das alles erschaffen, wohin gehen wir, warum sind wir da? Wenn er ehrlich ist, wenn er unehrlich ist, dann wird er sagen, ist mir egal, Hauptsache, ich habe alles.
Ich habe Wasser, ich habe zu essen, ich habe Haus. Ich lebe. Hauptsache, ich lebe. Ja, viele Unehrliche werden das machen und ignorieren diese Grundfrage von uns allen. Warum sind wir da? Wohin steuern wir? Wohin gehen wir? Wer hat uns erschaffen? Die meisten werden sagen, ist mir egal. Ich folge der Kultur, der Tradition, der Religion meiner Eltern. Ja, das machen die meisten schon seit Jahrtausenden. Aber die Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, haben das nicht gemacht. Denken wir an Abu Bakr radiallahu anhu. Denken wir an Bilal, an Umar, an Uthman, an Sa'd ibn Abi Waqas, an so vielen Gefährten. Die haben sich beschäftigt mit dieser Frage. Schon vor dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, vor Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und sobald sie Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesehen haben, mit der Botschaft, haben sie sofort geglaubt. Wieso haben sie sofort geglaubt? Sie haben sich beschäftigt die ganze Zeit. Diese Frage war ihnen sehr wichtig. Und sobald Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam mit der Botschaft, sie haben es sofort gewusst. Das ist der Gesandte Allahs. Wir sind für Allah und wir folgen seinem Gesandten. Gegen die Kultur und die Tradition und die Religion unserer Gemeinschaft. Das ist der Punkt hier jetzt, was viele Muslimen gar nicht Achtung geben für diesen Punkt. Gegen die Tradition, die Kultur, die Religion unserer Gemeinschaft. Und die Gefährten haben gegen ihr eigenes Volk gekämpft in Badr, in Uhud. Es gab Schlachten und Kriege. Wieso, warum, weshalb? Ja, die haben sich für Allah entschieden, absolut. Auch wenn das gegen die Religion ihrer Gemeinschaft. Jetzt die Frage an alle Menschen, die behaupten, sie sind ehrlich. Egal auch Christen, Juden, Muslimen, Sunniten, Schiiten, Drusen, egal, Alawiten. Seid ihr wirklich so ehrlich? Seid ihr bereit, auch euch Schluss zu sagen von der Religion eurer Gemeinschaft und entscheiden, dem Schöpfer, der alles erschaffen hat, ihm sein Recht zu geben, sein Haq, die absolute Dienerschaft? Seid ihr bereit, mit der Botschaft Allahs konfrontiert zu werden und Haq zu folgen? Oder ihr werdet alle möglichen falschen Beweisen suchen, um zu behaupten, dass die Religion eurer Gemeinschaft die wahre Religion wäre? Ja, das sind die meisten Menschen. Die wollen, deshalb, du redest mit einem Christen, er wird dir alles sagen, das Christentum ist richtig. Du redest auch leider unter den Muslimen, obwohl viele nicht so richtig ehrlich sind. Aber es gibt einige, die wirklich es gibt eine, mashallah, können wir sagen, eine Minderheit, aber es sind, mashallah, dass die Muslimen für ihre wirklich Glauben, für die Religion Allahs stehen. Nicht, weil der Islam ihre Religion, die sie von ihren Eltern geerbt haben. Nein, das ist ihnen gar nicht wichtig. Das ist nebensächlich. Wichtig ist, dass der Islam ist die Religion, die Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat. Und das ist die aktuelle Botschaft Allahs. Und er bleibt bis Yawm al-Qiyamah. Deshalb entscheiden sie sich für Allah, für den Islam. Weil das die wahre Religion, nicht die Religion ihrer Eltern. Das machen alle anderen auch. Ob das Buddhisten, Hindus, ich weiß was ich, alles andere Religionen, Juden, Christen, die meisten folgen dieser Religion nicht, weil das die wahre Religion ist. Weil einfach das ist die Religion, die sie geerbt haben von ihren Eltern. Und ich warne alle Muslimen. Folgt nicht dem Islam, weil das die Religion, die ihr geerbt habt,
von euren Eltern. Recherchiert, denkt, studiert. Guckt mal die Beweise, warum der Koran ist wirklich das Buch Allahs. Guckt mal die Beweise, denkt nach über diese Beweise. Ist Mohammed wirklich der Gesandte Allahs? Ihr müsst selber überzeugt sein. Nicht blind eure Eltern und eure Scheikh und irgendwas folgen. Nein, ihr müsst selber überzeugt sein. Denkt nach, recherchiert, guckt mit eurem Verstand, was Allah euch gegeben hat. Mit euren Augen, mit euren Ohren. Denkt und investiert Zeit und die Kraft. Das ist eure Lebensaufgabe. Ihr seid in dieser Dunya dafür, dass ihr Gebrauch macht von eurem Verstand, von euren Augen, von euren Ohren und herausfindet, und dass Allah ist der Schöpfer und Allah sein Haq gibt, absolute Dienerschaft für Allah. So solltet ihr leben. Seid überzeugt, nicht blind folgen. Das ist im Koran über 500 Stellen. Im Koran steht ganz deutlich, wenn wir ehrlich sind, wir sollen folgen, was Allah herabgesandt hat. Und die Gelehrten sind da, um unsere Fragen zu beantworten. Wenn wir nicht wissen, dann fragen wir die Gelehrten. Nicht um den Gelehrten zu folgen, blind. Das ist haram. Dieser Weg ist Dalal. Das führt in die Irre. Wir sollen Gebrauch machen von unserem Verstand, von unseren Augen, von unseren Ohren. Ehrlich, ganz ehrlich, ne? Allah sieht eure Herzen. Und dann sich für Allah ganz ehrlich entscheiden. Das ist die richtige Religion, die Akida, die im Koran ist, der Glaube, was im Koran ist. Ja, ich bin gut, ich folge diesem großen Imam und diesen guten Gelehrten und meine Mutter und meinen Vater und meine Gemeinschaft. So, ich bin ein guter Mensch. Nein! Das machen alle anderen auch. Alle anderen Religionen, Kulturen, Gemeinschaften machen das und das ist falsch. Wir sollen uns für Allah entscheiden, auch wenn das gegen unsere Gemeinschaft wäre. Gucken wir auf die Gefährten, wie gesagt, das Beispiel. Die haben sich entschieden für Allah, auch gegen die eigene Gemeinschaft. Die ganzen Gefährten, besonders die ersten Gefährten, die eindeutig das gemacht haben, nicht wo der Islam dann sehr stark geworden ist und mächtig, sondern ganz am Anfang. Das sind die Besten. Na? Das sind die wahren Gläubigen. Das sind diejenigen, die für sich für Haq entschieden haben. Gegen ihre Neigungen und ihre Gemeinschaft. Für Haq. Und die wollten Allah, dem Schöpfer des Universums, sein Haq geben. Sein Recht mit der absoluten Dienerschaft. So sollten wir alle sein. Wir sollen unabhängig denken. Hey, Rasulullah s.a.w. hat gesagt auch, die Juden haben sich geteilt in 71 Gruppen. Nur eine Gruppe von den Juden ist richtig. Die wird gerettet von dem Höllenfeuer. Und die Christen 72 Gruppen. Und die Muslimen 73 Gruppen. Nur eine ist die gerettete Gruppe. Ne? Nur eine. Die 72 Gruppen gehen nach Jahannam. Ja, 72 Gruppen von 73 Gruppen von den Muslimen, von der Umma von Muhammad s.a.w. werden nach Jahannam gehen. Jetzt die Gelehrten haben sich gestritten, ob das endgültig für immer und ewig in Jahannam oder nur für eine Weile in Abhängigkeit von ihrer Abweichung von dem wahren, herabgesandten Original-Islam, entsprechend ihrer Abweichung, die werden nach Jahannam bleiben, nach Jahannam gehen und in Jahannam bleiben. Aber die Möglichkeit ist da.
in Jahannam reinzufallen. Oder für immer in Jahannam. Eigentlich, ich bin für diese Meinung. Es sieht danach aus. Na? Wir vergleichen das mit Juden und Christen. Ja, es sieht gerettete Gruppe. Was sind die anderen Gruppen? Dann sind das auch bei uns, ist das auch 72 Gruppen nach Jahannam. Na? Also, lasst uns alle ehrlich sein, absolut, Haq folgen. Nicht der Kultur unserer Gemeinschaft, nicht der Tradition unserer Gemeinschaft, nicht der Religion unserer Gemeinschaft. Wir folgen, was Allah herabgesandt hat. Absolut ehrlich. Und wir geben uns Mühe. Wir mühen uns ab. Für Allah, für Haq. Lasst uns alle das sein. Ich mache dieses, Ansprache an allen, nicht nur Muslimen, nicht nur Sunniten, nicht nur Schiiten, nicht nur allen Christen, Juden, Hindus, Buddhisten, Kommunisten. Lasst uns ehrlich sein und folgen, was der Schöpfer des Universums, der absolute Herr des Universums, der absolute König des Universums zu uns herabgesandt hat. Lasst uns das folgen, was der Schöpfer zu uns herabgesandt hat und leben, wie der Schöpfer von uns das will, wie Allah das von uns will, damit wir gerettet werden von Jahannam, von dem Höllenfeuer und damit Allah uns belohnt mit dem Paradies, mit dem Jannah. Lasst uns ehrlich sein. Lasst uns Menschen machen Gebrauch von unserem Verstand, Ohren, Augen. Nicht blind folgen. Khalas, die werden irgendwann alle sterben. Und dann wird dir deine Gemeinschaft nicht helfen können. Deine Eltern werden dir nicht helfen können. Deine Priester, deine Scheikh, deine Gelehrten werden dir nicht mehr helfen können. Sei mal ehrlich, leb dein Leben, mach Gebrauch von deinem Verstand und deine Ohren und deine Augen und folge Haq. Sei ehrlich und folge, was Allah zu dir herabgesandt hat. Ich will noch mal hier einen Punkt erwähnen. Moment. 71 Gruppen bei den Juden, nur eine ist gerettet, wird gerettet vor Jahannam. Also 70 werden nach Jahannam gehen, bei den Christen 72, das heißt 71 Gruppen von den Christen werden nach Jahannam gehen, nur einer wird gerettet. Und von den Muslimen wird auch 72 Gruppen nach Jahannam gehen und nur einer wird gerettet. Moment, lass uns hier bei den Muslimen stehen. Haben diese 72 Gruppen von den 73 Gruppen unter den Muslimen keine Gelehrten gehabt? Doch. Alle 73 Gruppen haben Gelehrten, haben Scheikh. Bei den Christen sagen wir haben Priester und so weiter. Ja, das heißt, Moment, ist das nicht das 72 Gelehrten gegenüber einem Gelehrten rufen uns nach Jahannam auf? Ja, tut mir leid. Die meisten, die Allgemeinheit, wir müssen aufpassen. Du weißt nicht, zu welcher Gruppierung oder Gruppe gehört diese sogenannte Gelehrte. Du weißt es nicht. Also blind folgen ist keine Option von Menschen. Das sind keine Propheten, das sind Menschen. Du sollst folgen, was Allah herabgesandt hat. Allah sagt im Koran, und haltet alle fest am Seil Allahs. Also am Koran, was Allah zu euch herabgesandt hat, halt fest, verstehen, begreifen, fühlen mit dem Koran und so weit möglich stehen für das, was im Koran ist. Allah sagt, folgt, was eurem Herrn zu euch herabgesandt hat. Das ist es. Damit du die richtige
die richtige Gruppierung oder der richtige Gruppe oder Gruppierung folgst, musst du folgen, was Allah zu dir herabgesandt hat. Und was ist mit den Gelehrten? Warum nicht folgen? Nein, die Gelehrten zu fragen. Woher weißt du, dass diese Gelehrte? Und in mehr Form. Fragen und denken. Fragen und nicht blind folgen. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Nicht dem Gelehrten fragen, diese Gelehrte fragen, diesen Gelehrten, und blind folgen. Nein. Über 500 Stellen im Koran. Denkt nach. Versteht ihr nicht, begreift ihr nicht, sagt Allah zu uns, zu den Menschen. Denkt ihr nicht. Also, nicht fragen und blind folgen. Fragen und vergleichen mit dem, was Allah herabgesandt hat. Fragen und vergleichen, was alle anderen Gelehrten gesagt haben. Und dann, du triffst die Entscheidung, ja, dieser Gelehrte ist wahrhaftig. Ich folge ihm bei diesem Punkt. Nicht aus ihm einen Propheten machen und blind folgen oder einen Gott machen und blind folgen. Was sagt Allah über Juden und Christen im Koran? Sie haben ihre Gelehrten als Götter, als Herren genommen. Ja, blind folgen, das ist, was die meisten Muslimen heute praktizieren. Blind folgen von Menschen, nicht von dem, was Allah herabgesandt hat. Wir sollen ehrlich sein und folgen, was Allah, nicht nur wir Muslimen, alle Menschen. Habe ich das auch erklärt? Sonst ist Jahannam groß genug für alle. Ja, in Jahannam ist Platz für alle. Möge Allah uns bewahren, möge Allah uns recht leiten und weiter festigen auf Haqweg, auf diese Botschaft Allahs, dass wir immer ehrlich bleiben, immer Haq folgen, bis Yawm al-Qiyamah, bis wir wieder mit den Gläubigen sind, mit den Propheten, mit den Gläubigen und gemeinsam in Jannah gehen. Allahumma amin. Ich sage dies und bitte Allah Azza wa Jal für mich und für euch um Vergebung. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.